meinem heutigen Beitrag möchte ich euch die Zubereitung von einem Thymian-Badesalz zeigen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie immer könnt ihr in der Beschriftungsbox unter dem Video alle Rezepte, die ich euch vorstelle, nachlesen. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann lasst mir doch bitte ein Abo und einen Daumen hoch da. In einem ersten Teil des Videos möchte ich euch vorstellen, warum ich dieses Thymiansalz mache, und im zweiten bekommt ihr dann das Rezept dazu. Thymian ist ein tolles Heilkraut. Er wirkt schleimlösend, hilft bei Erkältungen und Muskelschmerzen und er stärkt unsere Immunabwehr. Daher ist er besonders in der kalten Jahreszeit ein toller Begleiter. Für das Badesalz habe ich daher frischen Thymian trocknen lassen. Hier auf diesem Video-Channel habe ich euch schon ein paar Mal vorgestellt, wie man Badesalze macht. Heute gibt es aber eine neue Variante dazu. Und hier geht es nun zum Rezept. In einem ersten Schritt benötigt ihr 300 Gramm Salz. Ich habe dafür feines Tafelsalz verwendet, aber ihr könnt natürlich auch Meeressalz oder eine andere Art von gröbkörnigem Salz verwenden. Dann kommt ein Esslöffel Mandelöl dazu, das die Haut besonders pflegt. Anschließend kommen 2 Esslöffel Milchpulver dazu. Das Milchpulver hat hier die Funktion eines Emulgators. Dieser dient dazu, die Zutaten besser miteinander zu verbinden. Schließlich fügt ihr noch 20 Tropfen ätherisches Thymianöl hinzu. Achtet beim Kauf bitte auf Bio-Qualität. Nun kommt der getrocknete Thymian hinzu. Nehmt dazu die Zweige und rebelt die Blätter hinein. Idealerweise 1 bis 2 Esslöffel. In einem nächsten Schritt alles miteinander gut vermischen. Ihr werdet sehen, eure Küche riecht auf einmal toll nach Thymian. Das Thymian-Badesalz in einen gut verschließbaren Behälter geben. Es ist circa 1 Jahr lang haltbar, da das Salz alle Zutaten gut konserviert. Und fertig ist das Badesalz und kann sofort zum Einsatz kommen. Für ein Vollbad verwende ich 4 Esslöffel davon. Wenn ihr ein bisschen mehr Lust bekommen habt, mir zu folgen, dann kommt doch mal bei meinem Instagram-Channel vorbei. Ich habe euch die Adresse hier eingeblendet. Schön, dass ihr heute dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal, eure Kräuterhexe.